Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es darum, die Kofferraumverkleidung im M2 Competition auszubauen. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier ja schon einige Verkleidungen entfernt und ich möchte jetzt, damit ich einen einheitlichen Look bekomme, auch noch diese Seitenverkleidungen entfernen. Alles, was ihr dazu braucht, sind lediglich eine Ratsche mit einem kleinen Imbus bzw. einem Torx und ein flacher Schlitzschraubenzieher. Das erste, was wir machen müssen, ist diesen kleinen Halter hier entfernen. Der ist für das Kofferraumnetz angebracht. Der hat in der Mitte so einen Splint. Den können wir einfach mit dem Schlitzschraubenzieher lösen. Klassische Splint-Montage, die gibt es ganz viel am M2. Dann eben diesen Haken entfernen. Und jetzt, wenn wir den Haken entfernt haben, am besten die Teile nochmal zusammensuchen. Hier, wie gesagt, der Splint, der dann einfach eingeführt wird und unten das auseinanderspreizt und das Ganze dann in Position hält. Das nächste, was wir machen müssen, ist dort oben auch nochmal einen Splint entfernen. Das sieht man jetzt leider auf der Kamera nicht. Da ist aber eben auch einfach nochmal so ein Splint vorhanden, der die Verkleidung sichert. Den auch entfernen und so sieht er dann aus. Wenn das jetzt passiert ist, dann hat es hier hinten in Richtung Fahrersitz eben noch einen entsprechenden Halter. Der ist auch für das Kofferraumnetz gedacht. Da ist so eine kleine Plastikkappe drauf, die einfach mit dem Schlitzschraubenzieher entfernen, die Kappe abnehmen und darunter verbirgt sich dann eine Torx-Schraube, wo wir eben die Ratsche mit dem Torx brauchen. Hier die Schraube ganz rausdrehen und nachdem die Schraube rausgedreht wurde, diesen kleinen Halter einfach entnehmen. So, wenn ihr den Halter jetzt entnommen habt, sind alle Ankerpunkte entfernt, die die Verkleidung am Fahrzeug halten. Es gibt jedoch noch eine elektrische Verbindung, die sehen wir jetzt hier, da ist so ein 12-Volt-Anschluss. Dafür einfach die Verkleidung so ein bisschen nach vorne ziehen. Ich zeige euch das jetzt hier mit der Kamera. Hier hinten ist eben, wie gesagt, noch ein Anschluss für den Zigarettenanzünder oder für den 12-Volt-Anschluss. Deswegen nicht die Verkleidung komplett rausreißen, sondern erstmal nur so ein Stückchen nach vorne ziehen und hier den Stecker lösen. Und jetzt sind wirklich alle Punkte am Fahrzeug oder alle Punkte der Verkleidung, die in Kontakt mit dem Fahrzeug standen, gelöst. Und ihr könnt die Verkleidung einfach rausnehmen. Bei mir ist es jetzt noch ein bisschen schwieriger. Ich habe ja da unten noch diesen Differentialkühler, da muss ich das jetzt drüber heben. Aber die ist ja durchaus flexibel, diese Verkleidung. Das heißt, ihr bekommt die sicherlich nochmal deutlich einfacher aus dem Fahrzeug, als das jetzt bei mir der Fall war. Hier ist, wie gesagt, dieser Anschlussstecker, der jetzt ja nicht mehr benötigt wird. Den fädel ich hier einfach durch diese vorhandene Schlaufe, dann ist der da ein bisschen aufgeräumt. Ihr könnt den natürlich auch mit Klebeband irgendwo hinkleben, aber der wird jetzt nicht mehr gebraucht. Auf der Beifahrerseite gibt es hier dieses kleine Plastikfach oder diese Plastikmulde, die müsst ihr zuerst entnehmen und dann eben auch wieder alle Splinte lösen, die eine Schraube hinten, das habe ich jetzt hier schon gemacht. Und dann könnt ihr eben auch die Verkleidung einfach nach hinten rausziehen und dann durch euren Kofferraumdeckel, durch den geöffneten, das Ganze entnehmen. Was jetzt hier noch übrig bleibt, das seht ihr, das ist eben dieser Einsatz für diese Mulde oder für dieses Fach, für dieses Plastikfach. Da könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr die drin lassen wollt, um da was zu verstauen, oder ob ihr die rausnehmt. Wie gesagt, das ist eigentlich, ja, gewichtstechnisch natürlich kein großer Unterschied. Optisch sieht das jetzt einheitlich aus. Das ist ja kein Verkleidungsteil mehr. Also das könnt ihr einfach, ja, wie gesagt, je nach Bedarf entfernen oder drin lassen. Müsst euch aber im Klaren sein, ohne die Verkleidung rattelt das ein bisschen mehr oder macht mehr Geräusche. Das heißt, da wäre es dann wahrscheinlich sinnvoll, wenn man das Ganze noch ein bisschen mit Schaumstoff ummantelt oder halt einfach etwas fester in Position presst oder mit Klebeband fixiert, je nachdem, damit da keine Geräusche entstehen. Ich habe mich dann am Ende dafür entschieden, das werden wir später auch sehen, dass ich das einfach wieder komplett rausnehme. Aber wie gesagt, auch ohne Verkleidung könntet ihr das weiterverwenden, wenn ihr dieses Fach behalten wollt. Dann, was ich jetzt mache, ist die Schrauben wieder eindrehen. Das mache ich aus dem einfachen Grund, weil ich später auch nochmal ein Netz im Auto befestigen möchte. Und da sind diese Ankerpunkte sehr hilfreich, um das Netz eben nachher im Fahrzeug zu befestigen. Zum anderen hat es natürlich den Vorteil, wenn ich das hier im Auto wieder montiere, geht mir das nicht verloren. Je weniger Kleinteile ich irgendwie außerhalb des Autos habe, desto geringer das Risiko, dass ich die dann, wenn ich es irgendwann wieder zusammenbaue, dass ich sie dann nicht mehr finde. Und wenn sie im Auto sind, da bleiben sie auf jeden Fall. Das heißt, ihr könnt das natürlich machen, wie ihr möchtet, aber ich würde empfehlen, die einfach wieder im Auto zu verschrauben. Dann hat man da keine Probleme in der Zukunft. Genau, dann auch einfach wieder sicherstellen, dass das wirklich wieder fest verschraubt ist
das dann für beide Seiten machen, die Abdeckkappe wieder oben drauf klipsen und dann könnt ihr da auch ein Netz entsprechend später wieder installieren. Jetzt einmal noch ein kurzer Blick auf die Gewichte. Tatsächlich spart das auch noch mal ein bisschen Gewicht ein. Hätte ich gar nicht gedacht im ersten Moment, aber nachdem ich es gewogen habe, war ich dann positiv überrascht. Das ist jetzt die Fahrerseite, das ist eigentlich die leichtere Seite, weil hier ja dieses Plastikfach nicht mit dabei ist, das ich ja dann auch ausgebaut habe. Und die Fahrerseite, nur diese Verkleidung wiegt tatsächlich schon 1,28 Kilo. Also finde ich für so ein kleines Teil, was ja eigentlich keinen großen Nutzen hat, wirklich schon ganz ordentlich. Das packen wir mal zur Seite. Und jetzt schauen wir uns mal die Beifahrerseite an. Hier ist ja wie gesagt noch so ein kleines Netz und eben dieses Fach, dieses Plastikfach mit dabei. Das hat tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Gewicht. Waage ist wieder genullt. Packen wir das jetzt mal auf die Waage drauf. Ist jetzt nicht megamäßig viel mehr, aber es ist eben auch noch mal ein Stückchen mehr Gewicht. Und wir sind jetzt hier auf der Beifahrerseite bei 1,72 Kilo. Was dann insgesamt immerhin 3 Kilo ergibt. Ja, das ist schon mal, also ich hätte das auf den ersten Blick nicht gedacht. Das sind die beiden Verkleidungen. Hier, wie gesagt, nochmal ein Blick darauf, auf die einzelnen Gewichte. Sowohl Fahrer- als auch Beifahrerseite. Und dann vielleicht auch nochmal ein Blick auf die Gesamtgewichte, die ich jetzt im Laufe der Zeit eingespart habe. Das lasse ich jetzt einfach mal so durchlaufen, da könnt ihr ja selber gucken. Große Einsparung war natürlich die Sitze und die Batterie. Ein bisschen Gewicht ist durch die große Bremse wieder reingekommen. Wie gesagt, schaut da einfach mal. Am Ende bin ich jetzt tatsächlich fast bei 100 Kilo, was ich echt gut finde. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao!